Wir Deutschen sind ja als ziemliche Sparfüchse bekannt. Wir achten auf den Cent oder wie man früher sagte, auf den Pfennig. Wenn es den Sprit irgendwo ein paar Cent billiger gibt, fahren wir Kilometer weit. Wenn es Angebote im Supermarkt gibt, dann stehen wir Schlange. Und wir investieren Stunden, Tage, Wochen, um den besten Deal für den Sommerurlaub zu finden, um hier und dort ein paar hundert oder tausend Euro zu sparen. Wenn wir uns allerdings tatsächlich mal betrachten, was so die großen Kostenblöcke sind, die wir alle haben, wo wir wirklich viel Geld lassen, da sind die meisten dann doch nicht so genau und ignorieren diese Positionen lieber. Ich rede natürlich hier vor allen Dingen von der Steuer, denn es ist die Steuer, die für viele Menschen, wenn nicht sogar für die meisten, die größte Kostenposition in ihrem Budget ist. Und hier ist Deutschland bekanntlich Spitzenreiter in der Welt. Das hat jetzt auch wieder die OECD bestätigt. Ich zeige mal hier eine schöne Grafik. So, Deutschland ist hier tatsächlich Platz 1 in der OECD bei der durchschnittlichen Belastung des Bruttolohns eines Single, wohlgemerkt, was Steuern und Sozialabgaben anbelangt. Hier sehen wir Deutschland ganz oben an der Spitze. Hier geht es jetzt spezifisch um Singles und deren durchschnittliche Belastung. Für andere Personengruppen würde diese Grafik möglicherweise anders aussehen. Auch bei diesen wäre sicherlich Deutschland ganz oben mit dabei. Soweit also die OECD. Wie gesagt, die Grafik hat ja ergeben, in Deutschland ein Single durchschnittlich zahlt rund 40% seines Bruttogehalts an Steuern und Sozialabgaben. Dass aber tatsächlich gerade bei einem Durchschnittsgehalt die Steuern und Abgaben sehr viel höher sind, nämlich eher Richtung 60%. Das wollen wir jetzt mal in der folgenden Berechnung zeigen. Es gibt in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch unendlich viele andere Steuern. Und wie diese Steuern genau aufgeteilt werden, ist ein sehr trickreiches System, denn man will natürlich hier möglichst von Seiten des Staates viel Augenwischerei betreiben, damit hier niemand eigentlich so viel weiß, wie viel ihm weggenommen wird. Das heißt, wird an ganz vielen kleinen Enden hier ohne Ende was abgezogen. Das beste Beispiel davon sind natürlich die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Für die Sozialversicherung bezahlt der Arbeitgeber nochmal das Gleiche, was auch der Arbeitnehmer bezahlt. Damit der Arbeitgeber dich also anstellen kann, dein Lohn kostet den Arbeitgeber also nochmal rund 20% mehr. Für jeden Euro, den der Arbeitgeber also für dich ausgibt, muss er nochmal was oben drauflegen. Und deswegen nehmen wir den natürlich jetzt auch mal gleich in unsere Berechnung mit hinein. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ein Durchschnittsgehalt von 2023 genommen. Das deutsche Durchschnittsgehalt 2023 beträgt 49.260 Euro. Single, 35 Jahre, gehört zu einer Kirche dazu, wohnt in Baden-Württemberg. So. Er verdient 49.260 Euro. Bruttopersonalkosten, die dort tatsächlich entstehen, sind aber 59.600 Euro. Denn wie gesagt, der Arbeitgeber muss nochmal den gleichen Beitrag zur Sozialversicherung, den wir jetzt hier unten gleich aufschlüsseln werden, auch nochmal oben drauf schlagen. Für jeden Euro, den der Arbeitgeber dir bezahlt, fallen dann also nochmal rund 20% auf Seiten des Arbeitgebers an. Das heißt, von jedem Euro, den der Arbeitgeber für dich ausgibt, kriegt der Staat hier nochmal 20% mehr. Deswegen nehmen wir das hier mit rein. So. Also damit kommen wir dann zum offiziellen Bruttogehalt, was du verdienst in diesem Beispiel. Hier kommt es dann zu den einzelnen Abzügen: Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Insgesamt 10.344 Euro im Jahr. Daraus ergibt sich dann das zu versteuernde Einkommen. Lohnsteuer sind 7.348, Soli bezahlt er nicht. Kirchensteuer kommt dann auch noch ein bisschen was dazu, sodass wir dann bei einem Nettogehalt von ungefähr 31.000 Euro pro Jahr liegen, 2.581 Euro pro Monat. Das heißt, wir sehen hier schon mal, also knapp die Hälfte, knapp 50% des Einkommens geht schon mal für Steuern drauf. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch die anderen Steuern anschauen, die es gibt, denn es wäre ja schön, wenn das die einzigen Steuern, die uns abgezogen werden würden. So, jetzt schauen wir uns mal die Verbrauchssteuern an und Zwangsabgaben, die es so gibt in Deutschland. Alle Werte hier beruhen übrigens auf
Durchschnittswerten. Alle Werte hier beruhen auf Durchschnittswerten, die man aus dem Internet entnehmen kann. Zunächst mal Rundfunkbeitrag 216 Euro im Jahr. Spritkosten. Der durchschnittliche Spritverbrauch in Deutschland ist 1.600 Euro im Jahr. Davon sind 48% Steuern, also fallen hier 768 Euro Steuern an, die du für Sprit bezahlst. Essen wird ja bekanntlich mit 7% Mehrwertsteuer besteuert. Hier haben wir also 240 Euro im Monat gerechnet, 2.640 im Jahr. Davon sind dann also 184 Euro Mehrwertsteuer. Kfz-Steuer 150 Euro. Jetzt sind wir einfach mal hier vom Konsum ausgegangen. 2.400 Euro im Jahr. Natürlich, wie gesagt, das ist bei jedem unterschiedlich. Es geht jetzt ja nur hier um irgendeinen Richtwert zu finden. 19% Mehrwertsteuer sind 456 Steuer. Strom und Gas, da sind jeweils 50% Steuern mit drin versteckt. Das heißt, beim durchschnittlichen Stromverbrauch von 1.000 Euro im Jahr für einen Single sind 500 Euro Steuern dabei, Gas 600 Euro Steuern. Dann gibt es hier die Grundsteuer. Natürlich ist mir klar, jemand, der jetzt mietet, zahlt natürlich keine Grundsteuer, aber letztlich legt ja der Vermieter die Grundsteuer um, beziehungsweise die Miete, die du bezahlst, da muss dann Grundsteuer bezahlt werden. Also sagen wir mal 300 Euro im Jahr. Kfz-Versicherung ungefähr 500 im Jahr und da ist 90% Versicherungssteuer drauf, 95 Euro. Dann haben wir nochmal sonstige Steuern eingerechnet, 1.200 Euro im Jahr. Ja, denn das hängt ja dann auch stark vom Lifestyle ab. Es gibt ja in Deutschland noch die Biersteuer, Branntweinsteuer, Schaumweinsteuer, Alkoholsteuer, Kaffeesteuer, Hundesteuer, Vermögenssteuer, Wertsteuer, Lotteriesteuer, Luftverkehrssteuer etc. pp. Das heißt, je nachdem, wie du lebst, zahlst du natürlich dort auch weitere steuerliche Abgaben. Insgesamt also nochmal hier 4.469,80 Euro an Steuern, die unser Beispielmensch hier bezahlen muss. So, am Ende stehen wir dann also so da. Wir haben die Bruttopersonalkosten, da gehen die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung ab, die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, dann die Steuern, die vom Lohn abgezogen werden, und dann die Verbrauchsteuern und Zwangsabgaben. Dabei sind wir dann bei einer Gesamtsteuerbelastung von 33.215 Euro. Das heißt also 56% dieses Euros, der hier für deinen Lohn aufgewendet wird, für diese 49.000, die wir vorhin gesprochen haben, 56% davon mindestens, ja, geht im Grunde genommen an den Staat. Du siehst also, es ist eine riesige Kostenposition, die hier der Staat auffrisst. Natürlich, wie gesagt, hier geht es jetzt um eine Single mit einem Durchschnittsgehalt. Wie gesagt, nach OECD-Angaben ist hier Deutschland Spitzenreiter. Für andere Personengruppen sind die Steuern entsprechend dann anderweitig strukturiert, aber natürlich immer noch sehr hoch. Aber was es hier ankommt, ist ja eigentlich Folgendes. Es spielt keine Rolle, ob du hier 5 Cent wirklich bei Buletten irgendwo sparst, ja, oder ein paar Cent bei Sprit, ja. Du hast diesen riesigen Kostenblock von Steuern und wenn du jetzt wirklich dein Einkommen optimieren willst, Vermögen bilden willst, denn du könntest ja einen Großteil dessen, was momentan an Steuern bezahlt wird, wenn du nicht die Steuern zahlen müsstest, anlegen, am Kapitalmarkt zum Beispiel, in Immobilien oder sonst was, ja, und müsstest nicht hier alles dem Staat in den Rachen schieben. Natürlich, man bekommt auch Gegenleistungen dafür, aber insbesondere was die Altersvorsorge anbelangt, ist sicherlich auch eine private Anlage am Aktienmarkt oder anderweitig sehr interessant und möglicherweise noch viel lukrativer. Ja? Also überleg dir mal tatsächlich, wo du jetzt wirklich Geld bezahlst, was wirklich dein größter Kostenblock ist. Die Steuern gehören tatsächlich dazu. Würde es nicht was bringen für dich, vielleicht ins Ausland umzuziehen, in einen Staat, wo du weniger Steuern bezahlst, wo am Ende mehr deines wohlverdienten Einkommens in deiner Tasche landet, und du dieses dann so, wie du es für richtig hältst, ausgeben, investieren oder verwenden kannst. Es gibt viele interessante Länder, allein in Europa, in der Europäischen Union, wo du ohne Visum und ohne Arbeitserlaubnis hinziehen kannst und möglicherweise dann als Freiberufler, Unternehmer oder auch Angestellter zu sehr viel besseren Konditionen arbeiten kannst als in Deutschland. Es bleibt mehr in deiner Tasche. Du hast mehr Geld zur Verfügung. Wir denken ja immer, dass Deutschland das beste Land ist und es in allen anderen Ländern viel schlechter ist. Nur in Deutschland sollte man Kinder kriegen, nur in Deutschland sollte man Kinder großziehen, nur da kann man richtig arbeiten, nur da werden Dinge gut gemacht. Ist ja totaler Quatsch.
Es gibt viele andere Länder auch, wo du möglicherweise viel besser behandelt wirst als in Deutschland. Gerade wenn du Freiberufler, Unternehmer oder Investor bist, trifft dies ganz besonders zu. Daher würde ich dich ermutigen, schau dir andere Länder an. Wir haben auf unserer Webseite sehr viele Beispiele. Wenn du dich konkret damit befassen willst, mit dem Thema Umzug aus steuerlichen Gründen, um deine Steuerlast zu optimieren, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link kopieren wir hier unten in die Beschreibung rein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.